Hallo ihr Lieben, ich bin Kathi von Creative Mom und habe für euch diese Woche ein neues Nähvideo vorbereitet. Ich möchte mit euch zusammen ein Raglan-Shirt und eine kurze Hose für MSD-Jungs nähen. Damit das Video nicht zu groß wird, habe ich 2 Videos gemacht und wir starten diese Woche mit dem Raglan-Shirt. Druckt euch das Schnittmuster aus und schneidet den Stoff zu. Es eignet sich hervorragend elastische Stoffe, wie zum Beispiel Jersey. Lege das Vorderteil vor dich hin und nehme einen Ärmel. Achte dabei, ihn mit der richtigen Seite auf das Vorderteil zu legen. Ein kleiner Tipp von mir: Die kurze Seite kommt zum Vorderteil. Die etwas längere Seite gehört zum Rückenteil. Stecke anschließend den Ärmel mit ein paar Nadeln fest. Nehme dir den zweiten Ärmel und stecke diesen an der anderen Seite fest. Nachdem die Ärmel festgesteckt sind, nehme dir das Rückenteil und lege es rechts auf den Raglan-Ärmel und stecke es fest. Nähe die festgesteckten Teile mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm und einem geraden Stich fest. Stelle die Stichlänge nicht zu klein, sonst reißt dir die Naht bei kleinster Belastung. Denke daran, am Anfang und am Ende die Naht gut zu verriegeln. Wenn du einige Videos von mir gesehen hast, dann wirst du wissen, dass ich die Nahtzugabe bei Puppenkleidern zurückschneide, um die entstandene Dicke zu reduzieren. Gleichzeitig schneide ich auch sämtliche Fäden ab. Anschließend wird das Halsbündchen angenäht. Du kannst es dir vorher feststecken oder direkt zur Maschine gehen und es annähen. Ich habe diesen Schritt nicht gezeigt. Falls du dir unsicher bist, kannst du dir dieses Video anschauen. Ich habe das Halsbündchen vorher nicht auf die exakte Länge zugeschnitten. Deshalb ist bei mir am Ende so viel Stoff übrig. Im Schnittmuster werde ich das richtige Maß angeben und bei dir dürfte nichts übrig bleiben. Ich schneide nun die hintere Nahtzugabe ab, um auch hier die Dicke zu reduzieren. Klappe danach die erste Nahtzugabe vom Bündchen um und verdecke somit den abgeschnittenen Teil. Stecke alles mit ein paar Nadeln fest. Die Nahtzugabe steppe ich mit einem geraden Stich knappkantig ab. Der Halsausschnitt ist soweit vorbereitet und nun kann der Raglanärmel und das Rückenteil zusammengenäht werden. Lege dafür den Ärmel und das Rückenteil aufeinander und stecke alles fest. Bevor die Seitennaht geschlossen wird, müssen die Ärmel vorbereitet werden. Klappe dafür 0,7 cm um und stecke es fest. Ich steppe den Ärmel mit einer Zwillingsnadel ab. Wenn du keine Zwillingsnadel hast, dann kannst du einen beliebigen elastischen Stich nehmen, den deine Maschine hat. Zum Beispiel einen Zickzackstich. Nun kann die Seitennaht geschlossen werden. Dafür legst du das Vorderteil mit der rechten Seite auf das Rückenteil. Achte darauf, dass die Armlochnähte exakt aufeinandertreffen. Um an dieser Stelle die Dicke zu verringern, klappe ich die Nahtzugabe jeweils nach oben und nach unten.
Ich habe die Nahtzugabe an den Seiten zurückgeschnitten und an den Ärmel zum Rückenteil festgenäht. Das T-Shirt ist nun fast fertig. Es fehlt nur noch der Saum. Klappe dafür 1 cm um und stecke es mit ein paar Nadeln rundherum fest. Den Saum steppe ich mit einer Zwillingsnadel rundherum ab. Mein T-Shirt ist fertig und ich hoffe, du bist beim nächsten Video auch dabei. Viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.